Yeah, all the lonely people. Where do they all come from? Tja, das beschäftigt mich mal wieder, dieses Thema Einsamkeit. Dass es in Japan junge Leute gibt, die sich in Zimmern einschließen und den Kontakt zur Gesellschaft verweigern. Hikikomori oder so nennt man das. Zu Deutsch, die sich einschließen oder wegschließen. Dass in Großbritannien schon 2018 eine Ministerin für Einsamkeit ins Amt berufen wird, weil das Problem so ganz gravierend ist. Wir sind einsam wie noch nie, so heißt es. Irgendwie passt das Grau hier draußen auch zu dem Grau, was sich manchmal in uns Menschen einstellt. Wenn ich hier so gehe, dann denke ich an die Personen, die hier immer wieder spazieren gehen oder denen ich hier begegne und denen es manchmal wirklich nicht gut geht oder die sich so alleine fühlen. Ein älterer Herr zum Beispiel, der kommt immer mit seinem Hund spazieren hier. Und er sagt halt, also er ist gesundheitlich sehr angeschlagen und jetzt geht seinem Hund auch ganz schlecht. Und als ich ihm das letzte Mal begegnet bin, hat er irgendwie gesagt, also irgendwie macht das nicht mehr lang oder er schafft es gerade fast nicht mehr. Und dann kamen ihm fast die Tränen. Und dann hat er gesagt, oh, ihm wird jetzt gerade zu viel und dann ist er schnell weitergegangen. Aber ich glaube auch, dass die Begegnung ihm gut tut, wenn er hier Menschen trifft, weil er kommt immer wieder. Na hier, die neue Einsamkeit, ein Buch von Diana Kinnert. Internet, soziale Medien, Facebook, Twitter und Co. bieten scheinbar ganz attraktive Alternativen zum realen Leben. Sie schreibt, Virtualität schlägt Wirklichkeit. Likes sind besser als Freunde und im Netz ist man gemeinsam allein. Ja, ein eigenartiges Phänomen. Wir sind vernetzt wie noch nie und doch wirkt oft gerade das Internet wie eine Einsamkeitsmaschine. Gerade die junge Generation spürt das. Man sagt, sie ist die einsamste, obwohl sie die erreichbarste und vernetzteste ist. Wie paradox ist das? Ja, ich weiß auch nicht, wie es mir gehen würde, wenn ich nicht immer wieder die Unterbrechung am PC hätte durch das Leben in Gemeinschaft. Man wird dann immer wieder einfach ins reale Leben geholt, ob man will oder nicht. Und das ist auch gut so. Es braucht sie dringend, diese Anti-Einsamkeitsräume. Das Bedürfnis nach Nähe ist systemrelevant. Wir brauchen das Gefühl der Zugehörigkeit. Wir sind nun mal soziale Wesen, die ohne einander nicht existieren können. Es geht um ein neues Miteinander im realen Leben. Das ist eine historische Aufgabe, so ist mein Eindruck. Dass wir merken, dass das nicht die ganze Realität ist, was wir in Social Media konsumieren. Das Leben viel mehr bedeutet. Wir möchten irgendwie wahrgenommen werden. So unsere menschliche Existenz, das ist ja einfach auch gesehen werden, angeschaut werden. Über Jahrtausende war das auch die Religion, die den Menschen geholfen hat, nicht zu vereinsamen. Gott war derjenige, der immer da ist, als Tröster und ständiger Berater. Und er ist ja auch heute noch da, aber der Bezug zu ihm ist irgendwie verloren gegangen in unserer modernen Welt. Das beschreibt Esther Maria Magnis eindrücklich in ihrem Buch. Sie schreibt da, ich glaube, Gott fehlt uns. Ich glaube, wir vermissen Gott. Nicht alle. Ich weiß, dass es gute Gründe gibt, nicht zu glauben. Aber manchmal denke ich, die meisten Menschen sind einfach traurig, dass er nicht da ist, dass er schweigt. Und sie selber, also diese Autorin, hat zu ihm gefunden, obwohl sie weiß, dass es alles andere als einfach ist, an ihn zu glauben, weil er zulässt, dass Menschen leiden. Und weil er unsichtbar ist und schweigt. Aber sie weiß auch, dass es im Leben nichts Größeres gibt. Wie können wir zu Gott finden?
Der Mann mit dem Hund, der würde es gerne. Ich habe mal zu ihm gesagt, ob er nicht versuchen will, eine Beziehung zu Gott aufzubauen. Und dann hat er gesagt, ja, aber wie? Er ist nicht zu greifen, er ist nicht zu sehen. Und ich habe versucht, ihm Mut zu machen und gesagt, Gott ist nur ein Gebet von uns entfernt. Und gerade in den Situationen, wenn wir die Kontrolle verlieren und wirklich Hilfe brauchen, da können wir ihn in unser Leben einladen. Und dann hat er so ein bisschen hilflos geschaut und gemeint, ich probier's. Intimität mit Gott. Intimität in diesem Sinn gar nicht körperlich gemeint, sondern das Wort Intimität kommt von dem Wort intimus. Das heißt am weitesten innen. Das ist ein lateinisches Wort. Und das ist ein Zustand tiefster Vertrautheit. Der ist uns irgendwie verloren gegangen in dieser digitalen Welt. Und doch wünschen wir uns das, diese größtmögliche, vertrauensvolle Nähe zu Gott. Die Nähe Gottes können wir uns nicht nahe genug vorstellen. So sagt es einmal Pater Kentenich. Diesen Wunsch nach Gottes Nähe, den habe ich auch bei dem Mann mit dem Hund eben bemerkt. Viel später, nachdem ich ihn da getroffen habe, bin ich hier im Flur in unserem Haus unterwegs gewesen und habe zufällig nach draußen geschaut mit einem Blick hier zu der Kapelle. Und dann saß er hier auf der Bank ganz nachdenklich. Der muss da schon länger gesessen sein. Und das war wie so ein Warten auf Gott. Es ist sehr berechtigt, auf so eine Begegnung mit Gott zu hoffen und dieser Sehnsucht nachzugehen, mich dafür zu öffnen und darauf zu warten. Ich fokussiere mich auf mein Ziel, weil ich weiß, dass es sich lohnt, fokussiert zu sein. Und Gott lässt sich finden. Aber manchmal müssen wir uns auch erst durch den Sturm unserer Gedanken kämpfen, um bei ihm anzukommen. Und oft braucht es auch ganz viel Geduld. Wir alle sind auf der Suche nach einem Ort, wo wir sicher und geborgen sind und wo wir so sein können, wie wir sind. Der vollkommene Ort dafür ist die Gegenwart Gottes. Und ja, dafür braucht es immer wieder Momente, wo wir ganz allein sind mit ihm. Und er kann unsere tiefsten Sehnsüchte erfüllen. Es stimmt wirklich, es gibt nichts Größeres. Also wer sucht, findet. Und die anklopfen, denen wird aufgetan. Gott ist nur ein Gebet von uns entfernt. Gebt nicht auf und lasst euch auf ihn ein.